Moin Moin, da ist er wieder, der Neo. Heute kümmern wir uns mal um ein neues Spielzeug von uns. Und zwar habe ich mir interessehalber mal einen Hohen Elementar großgezogen. Erweckt heißt sie dann Kahli. Hier kann man die Grundwerte von ihr mal sehen auf Level 40. Habt ihr also ordentlich auf Attack und auf Crit-Schaden gemacht. Crit-Rate ist ein bisschen niedrig, funktioniert aber zusammen mit einem Crit-Rate-Buff oder einem Crit-Rate-Leader natürlich sehr gut. Ja, die Runen können wir mal kurz zeigen. Grob. Auf der 2 eine Attack-Prozent, die ist auch schon auf 15, war eine 5 Sterne, aber immerhin. Auf der 4 eine Crit-Schaden-Prozent und auf der 6 wieder eine Attack-Prozent. Vom Set her, Klinge Zorn, logisch, wir wollen ja so viel wie möglich Crit-Schaden machen bei denen. So, und um jetzt mal auszuprobieren, was sie denn so kann, die Kahli, gehen wir mal kurz hier ein bisschen in die Arena und gucken mal, ob wir einen passenden Gegner finden, an dem wir das mal schön zeigen können. Der würde zum Beispiel auch ganz gut gehen, ist aber jetzt gegen relativ schwaches Vieh da mit wenig HP jetzt nicht so überzeugend zu zeigen. Der geht zum Beispiel sehr gut, ne? Als Gegner mal, ist ein sehr windlastiges Team, dass meine anderen Feuerviecher hier auch nicht so viel Schaden bekommen. Die nervige Schaden wieder und eine Bella sollte also wunderbar gehen mit meinem Team hier. Und zum Zeigen einfach mal, wie viel Schaden die Kahli macht, wenn sie halbwegs gut gemacht ist und auf 40 ist. So wahnsinnig hoch habe ich sie ja noch nicht. Also die Runen, bei den Runen ist noch ein bisschen Limit nach oben, ein bisschen Spiel nach oben. Wichtig zu wissen noch hier bei der Konstellation, dadurch, dass ich die Rika als Leader habe, die bringt nochmal 38% Crit-Rate. Das heißt, wir sind auf fast 100% Crit-Rate schon ohne irgendwelche Buffs. Was natürlich eine sehr hilfreiche Geschichte ist. So, jetzt machen wir mal irgendwas erstmal hier. An dem zum Beispiel mal ein Armor Break hier. So, das ist jetzt der neue verbesserte Buff von der Kahli. Ursprünglich hat die immer nur sich selbst gebufft und eine Runde dann unverwundbar gemacht, beziehungsweise eine Runde immun. Jetzt neuerdings, seit dem letzten Patch, bufft die gesamte Mannschaft. Das heißt, erhöht Angriffskraft und Angriffstempo aller Verbündeten für 2 Runden und macht sich selbst für eine Runde unverwundbar. Ist ein ganz cooler Buff jetzt. Und ist natürlich viel sinnvoller jetzt geworden, noch das Mädel, als vorher, weil es eben für die gesamte Mannschaft ist, der Buff, und nicht nur für sie alleine. Ne? Dann warten wir erstmal ab hier, bis sie mal drankommt. Wir wollen ja zeigen, was sie für einen Schaden macht. So, eigentlich wurscht, wenn wir jetzt machen. Ich mache mal hier die Attack-Leiste hoch, damit sie auch mal irgendwann endlich drankommt hier. Wie man sieht, ist sie sehr langsam, deswegen kommt sie auch so spät dran. So, jetzt kommt ihr Hauptangriff hier, tektonischer Schub. Angriff, der stark genug ist, die Erde zu spalten, ignoriert die Verteidigung des Feindes und fügt signifikanten Schaden zu. Hört sich auf den ersten Blick jetzt nicht so wild an. Also ich habe die auch immer unterschätzt, was die an Schaden macht. Aber die macht ordentlich Schaden. Wir können das ja jetzt mal einmal eben ausprobieren. Zum Beispiel hier an der Schaden, weil die uns ja auf Dauer auch immer nerven würde, jetzt hier immer wieder die anderen beiden hochzuheilen. Machen wir mal tektonischer Schub auf die Schaden. Man sieht 23.000 Crit-Schaden. Ist natürlich für ein natürliches 3-Sterne-Vieh schon richtig ordentlich. Ja, den Wind-Ifrit hier jetzt kaputt zu machen, ist jetzt natürlich überhaupt keine Herausforderung mehr. Man sieht, wenn man noch keinen extrem guten Single Target Nuker hat, also jemanden, der auf ein Vieh extrem viel Schaden macht, wenn man das noch nicht hat, lohnt es sich auf jeden Fall mal so eine Kahli groß zu machen. Die hält extrem wenig aus, hat also sehr wenig Leben, sehr wenig Verteidigung, aber macht halt auch einen furchtbaren Schaden. Ne? So, jetzt könnten wir ja zum Beispiel erstmal müssen wir warten, bis die Bella dran ist. Zack, versuchen hier das Schild wegzunehmen.
Funktioniert. Dann buffen wir nochmal einmal hier für die Mannschaft. Haben wir Glück gehabt, dass die Schläge jetzt genau auf die Viecher kamen, die sowieso noch ein Schild haben. Und das ist jetzt natürlich eine deutlich stärkere Schaden hier, die auch wesentlich mehr Leben hat. Die sind alle noch immun. Dann machen wir erstmal noch einen Standardangriff. So, und jetzt probieren wir mal aus, ob das noch ausreicht, um die Schaden komplett kaputt zu machen. Die hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Leben, aber einfach nur mal, um nochmal zu sehen, dass das kein zufälliger Schaden war. So, man sieht wieder über 22.000 Schaden mit dem Sonderangriff. Das ist natürlich gewaltig. Übrigens absolut unabhängig von dem Schildbrecher, den die Schaden jetzt drauf hatte, weil der Angriff von der Kahli ja sowieso die Verteidigung ignoriert. Ja, man sieht auch, so ein Standardangriff macht mal schnell 7.000 Schaden, was natürlich auch ordentlich ist. So, machen wir den mal einen Schildbrecher drauf. Ach, nimmt der Ifrit jetzt natürlich sofort wieder weg. Zack, 5.149. Jetzt hat sie weniger Schaden gemacht natürlich, weil der Buff ausgelaufen ist, der Angriff-Buff, den sie vorher noch hatten. Mal wieder ein Schild, damit wir hier nicht doch noch sterben. Leiste hoch. So, mal gucken, der dauert ja jetzt ein bisschen länger, der Kampf. Vielleicht haben wir in der Zwischenzeit nochmal tektonischer Hieb. Ja, ist nur noch eine Runde, dann ist der tektonische Hieb auch wieder frei. Hier kann man den ja vielleicht nochmal zeigen hier. So, erstmal irgendwas machen hier. Na, jetzt hier alle zu heilen, beziehungsweise Tech-Leiste hochzumachen, war natürlich nicht so. So, jetzt machen wir mal tektonischer Hieb ohne die Angriffssteigerung, um den Unterschied nochmal zu sehen. Schildbrecher auf dem Ifrit ist jetzt, wie gesagt, eigentlich total egal, weil der Angriff ja sowieso die Verteidigung ignoriert. Macht so allerdings auch schon 14.000 Schaden, das ist natürlich ein extrem hoher Angriffswert. So, das war eigentlich das, was ich zeigen wollte. Nämlich, dass so ein Feuer Elementar durchaus mal sinnvoll ist hochzuziehen. Ja, hier ist zum Beispiel wieder ein Team, das ist ein sehr gefährliches Team mit dieser Praha, vor der muss man sich in Acht nehmen. Vor allen Dingen, wenn man mit Teams losläuft, die nur dann stark sind, wenn sie komplett gebufft sind. Dann hat man mit der Praha immer ordentliche Probleme, weil die alle Buffs wegnimmt und dann dafür DOTs drauf macht. Nur gut, aber das, was wir zeigen wollten, haben wir gezeigt. Den Feuer Elementar, Hoher Elementar, Feuer, die Kahli, lohnt sich also auf jeden Fall mal groß zu machen auf Level 40. Wie gesagt, ordentlich auf Attack und auf Crit-Schaden gehen. Crit-Rate so hoch wie möglich von den Substats bekommen. Ein bisschen mehr Speed wäre natürlich schön gewesen, aber ist in dem Fall jetzt leider nicht drin gewesen mit meinen Runen. Und dann sieht man sehr schnell 22.000, 23.000 Crit-Schaden auf einen 40er Gegner ist natürlich keine schlechte Geschichte. So, ich hoffe, das hat mal wieder ein bisschen geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.